Hallo und herzlich willkommen zum Kochunterricht mit Herrn Ferguson. Hello and welcome to Cooking Lessons with Mr. Ferguson. Der zweite Kochunterricht, the second cooking lesson, ist Flammkuchen, a pizza-like dish from Germany, eine deutsche Spezialität. Before we begin, bitte vergesst nicht, subscribe zu klicken. Please don't forget to click subscribe and give this video a like. Also, los geht's. Wenn man im Winter an einem Weihnachtsmarkt in Deutschland ist, findet man immer etwas Flammkuchen. Ich habe hier die Zutaten, die ich brauchen werde. Wir haben Mehl, wir haben auch Zucker, ein bisschen Crème fraîche haben wir auch, Wasser, etwa 100-150 Milliliter, eine Zwiebel, eine Packung Hefe, hier haben wir ungefähr 7 Gramm und Speckwürfel, und dann Salz und Pfeffer. Also, wir müssen zuerst 200 Gramm Mehl auswiegen. Einfach normales Mehl klappt gut für dieses Rezept. Und wir brauchen ein bisschen mehr, 200 Gramm insgesamt, ein bisschen mehr. Weiter so, ja, 200 Gramm haben wir. Perfekt. Und jetzt brauchen wir das Mehl in einer Schüssel. Und danach kommt Salz und Zucker. Also, wir fügen einen Teelöffel Salz und auch einen halben Teelöffel Zucker hinzu. So Zucker. Und dann müssen wir alles vermischen. So. Ja, gut. So, wenn alles schon vermischt wird, müssen wir die Hefe hinzufügen. Es gibt hier ungefähr 7 Gramm hier. Also füge ich das alles hinzu. Und wenn die Hefe untergerührt wird, müssen wir das Wasser sehr langsam hinzufügen, damit der Teig nicht so nass wird. Also man muss nicht immer das ganze Wasser hinzufügen. Also man muss alles vermischen und dann sehen, ob mehr Wasser gebraucht wird. Also, wie sieht mein Teig aus? Ich glaube, mein Teig sieht relativ gut aus. Vielleicht ist er ein bisschen nass, aber das wird passen, denn ich werde später mehr Mehl benutzen. Ja, also ihr seht, es gibt noch Wasser drin. Also, ich glaube, ja. Ja, das sieht perfekt aus. Gut. Oh ja, wir brauchen alles. Gut. Also ich muss dann den Teig kneten. So, ich brauche Mehl hier. Und ich nehme den Teig aus der Schüssel heraus. Und ja, ich muss dann den Teig kneten, bis er weich und glatt aussieht. Also das dauert etwa 30 Sekunden vielleicht 1 Minute. Also man muss den Teig nicht so lange kneten. Also wenn der Teig weich und glatt aussieht, müssen wir ihn mit Frischhaltefolie zudecken. Also das seht ihr bald. Ja, so ich knete den Teig und ja, ich glaube, das sieht bald gut aus. Ja, gut. Also ja, wenn der Teig weich und glatt aussieht, dann, wie ich gesagt habe, müssen wir ihn mit Frischhaltefolie zudecken. Also, das bleibt einfach so bei Raumtemperatur. Und ja, jetzt werde ich den Teig zugedeckt bei Raumtemperatur ungefähr 1 Stunde aufs Doppelte aufgehen lassen. Also ihr seht hier,
der Teig vergrößert sich. Ja, ich glaube, das hat ungefähr 1 Stunde gedauert. Es wird immer größer. Und während der Teig sich vergrößert, heizen wir den Ofen auf ca. 220 bis 240 Grad vor. Also ja, man kann hier sehen, dass mein Teig vielleicht noch ein bisschen nass ist und deshalb füge ich noch mehr Mehl dazu. Der Teig ist ja zu nass und wir brauchen da deshalb ein bisschen Mehl. Also das ist besser. Und ja, es ist ganz, ganz nass und ja, mehr Mehl hilft bestimmt. Gut, und dann werde ich ein Nudelholz benutzen und den Teig ausfallen. Also ja, das Nudelholz hier mit Mehl bedecken und dann ausfallen, bis er circa 3 mm dick ist. Und wenn der Teig rechteckig sein kann, dann hilft das, wenn wir ihn in ein mit Backpapier belegtes Blech legen. So macht euch ja keine Sorgen, wenn er nicht perfekt aussieht. Später werden wir die Ränder sowieso falten. So, ein bisschen weiter ausfahren. Ja, das sieht gut aus. Und ja, das geht jetzt in ein Blech. Und ja, der Rand muss normalerweise etwa 1 cm dick sein, aber ja, der Rand meines Flammkuchens ist ein bisschen dicker als erwartet und ja, sieht ein bisschen uneben aus. Normalerweise, während der Teig sich vergrößert, kann man dann die Zwiebel schneiden. Wir müssen die Zwiebel schälen und dann in feine Ringe schneiden. So ja, ihr seht hier, wir schälen die Zwiebel und dann ja in feine Ringe schneiden. Es hilft, wenn das Messer scharf ist. Also mein Messer war nicht so gut hier, aber das passt. Und da die Ringe fein sind, kochen sie gut, wenn sie nur 10 Minuten im Ofen sein werden. Also ja. Danach können wir die Speckwürfel auf der Herdplatte kochen. Also man braucht dazu kein Öl, weil der Speck relativ fettig ist. Und man muss hier sicher sein, dass der Speck eigentlich gekocht ist, damit man nicht krank wird. Ich habe gerade 100 Gramm Crème Fraîche ausgewogen und jetzt beschmiere ich den Teig damit. Es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass die Crème Fraîche so in die Ecken verschmiert wird. Meiner Meinung nach schmeckt es besser, also wenn es mehr Crème Fraîche gibt. Den Rest benutzen wir auch, ungefähr 100 Gramm. Und danach, wenn der Teig beschmiert worden ist, dann kann man die geschnittene Zwiebel hinzufügen. Und ja, wir müssen vorsichtig sein, dass vielleicht es nicht zu viel Zwiebel drauf gibt und ja auch, dass es genug gibt. Ich glaube, das sieht ja relativ gut aus. Und danach streue ich die Speckwürfel über den Teig. Und hier ist es wichtig, dass sie gleichmäßig verteilt sind. Sonst enttäuschen wir vielleicht unsere Gäste. So, ja, alle Speckwürfel, die sind unglaublich lecker. Nicht besonders gesund, aber sehr, sehr köstlich. Und ja, wir brauchen auch hier ein bisschen Pfeffer auch. Wir können das mit Pfeffer bedecken.
Also nicht so viel. Aber ja, gut. Und ja, dann geht der Flammkuchen für 10 Minuten in den Ofen rein. Und nach 10 Minuten nehmen wir den Flammkuchen aus dem Ofen und sehen, ob die Ränder gekocht und braun sind. Und ja, das sieht gut aus. Und jetzt werde ich den Flammkuchen in Stücken schneiden. Also es ist traditionell, den Flammkuchen in viereckige oder auch manchmal dreieckige Stücke zu schneiden. Also ihr könnt dann vielleicht wählen. Und ja, meiner Meinung nach ist der Flammkuchen dann fertig. Also ja, hier ist es. Also guten Appetit. Vergesst nicht, Subscribe zu klicken und tschüss.